Ich bin 79 Jahre alt und es gibt einen Namen, den ich seit Jahren nicht mehr laut ausspreche, obwohl er jeden Tag in meinem Kopf ist. Ich sitze oft allein am Fenster. Die Straße unten sieht jeden Tag gleich aus, aber ich werde jedes Jahr stiller. Man denkt, das Alter bringt Antworten. In Wahrheit bringt es vor allem Klarheit darüber, was man nicht mehr ändern kann. Diese Geschichte erzähle ich nicht, um verstanden zu werden. Ich erzähle sie, weil sie mich begleitet, seit mein bester Freund gestorben ist. Nach 50 Jahren Freundschaft. Und weil ich nie gelernt habe, mich zu entschuldigen. Damals hätte ich das Wort leicht sagen können. Es hätte nichts gekostet. Heute kostet es alles. Wenn man alt ist, merkt man, wie wenig Platz im Leben wirklich bleibt. Nicht in Jahren, sondern in Gesprächen, die man noch führen könnte. Ich denke oft, warum habe ich geglaubt, dass Zeit etwas ist, das man aufheben kann? Ich habe geglaubt, ich sei ein anständiger Mensch, verlässlich, pflichtbewusst, nicht grausam, nicht kalt, nur stolz. Er hieß Martin. Wir lernten uns kennen, als wir beide Anfang 20 waren. Es war nichts Besonderes an diesem Moment. Keine große Szene, kein Schicksal. Wir arbeiteten in derselben Werkstatt. Er war anders als ich, ruhiger, geduldiger. Er hörte zu, ohne gleich zu antworten. Ich hielt das damals für Unsicherheit. Wir wurden Freunde, weil wir jeden Tag nebeneinander standen. Weil wir mittags dieselben Brote aßen, weil wir abends über die gleichen Dinge schimpften. Das reicht manchmal. Mit den Jahren wurde daraus etwas Tieferes. Wir kannten uns, ohne viel erklären zu müssen. Wir halfen uns beim Umzug, bei Reparaturen, bei kleinen Krisen. Wir waren da. Und ich hielt das für selbstverständlich. Ich habe nie gelernt, über Gefühle zu sprechen. In meiner Familie wurde geschwiegen. Man tat, was getan werden musste. Wenn etwas schief ging, machte man weiter. Entschuldigungen galten als Schwäche, so habe ich es gelernt, ohne dass es je jemand gesagt hat. Martin war anders erzogen worden. Er sprach über Dinge, nicht viel, aber ehrlich. Wenn ihn etwas verletzte, sagte er es. Am Anfang fand ich das anstrengend. Später fand ich es überflüssig. Wir wurden älter. Beruf, Familie, Verpflichtungen. Die Gespräche wurden kürzer, aber die Verbindung blieb. Das dachte ich zumindest. Der erste Riss kam schleichend, nicht durch einen großen Streit, sondern durch viele kleine Momente. Ich kam zu spät. Ich sagte Treffen ab. Ich hörte halb zu. Ich war überzeugt, dass unsere Freundschaft das aushält. Einmal sagte er, »Du hörst mir nicht mehr richtig zu.« Ich lachte. Nicht böse, aber abwehrend. Ich sagte, »Jetzt stell dich nicht so an.« Ich erinnere mich noch an seinen Blick. Nicht wütend, eher müde. Damals hätte ich sagen können, »Tut mir leid, ich war unaufmerksam.« Aber ich tat es nicht. Warum auch? So redete man nicht. So dachte ich. Jahre vergingen.
Wir sahen uns seltener, aber regelmäßig. Geburtstage, Feiertage, ein Bier hier, ein Kaffee dort. Ich dachte, alles sei in Ordnung. Martin dachte das offenbar nicht. Er begann, sich zurückzuziehen, sagte Termine ab, antwortete kürzer. Ich interpretierte das als Phase. Ich war beschäftigt. Ich hatte Verantwortung. Ich glaubte, wichtig zu sein. Einmal, das weiß ich noch genau, rief er mich an. Es war abends. Ich war müde. Er sagte, er habe das Gefühl, ihm würde etwas entgleiten. Er sprach langsam, zögernd. Ich unterbrach ihn, sagte, er solle sich nicht so viele Gedanken machen, dass das Leben ebenso sei. Er schwieg, und ich füllte das Schweigen mit Erklärungen, mit Vernunft, mit Abstand. Als wir auflegten, hatte ich das Gefühl, ein gutes Gespräch geführt zu haben. Er offenbar nicht. Das war der Moment. Ich sehe das heute klar. Aber damals sah ich nichts. Wir stritten uns nie laut. Wir schrien uns nicht an. Es gab keinen Knall. Nur ein langsames Entfernen. Ein paar Jahre später trafen wir uns zufällig in der Stadt. Er sah älter aus, müder. Wir redeten über Belangloses, das Wetter, die Preise, alte Kollegen. Am Ende sagte er, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass du mich ernst nimmst. Ich spürte einen Stich. Aber ich ließ ihn nicht zu. Ich sagte, du bist immer so empfindlich gewesen. Das war der Satz. Ich wusste in dem Moment, dass er falsch war. Aber ich konnte ihn nicht zurücknehmen. Er nickte nur und ging. Ich wartete darauf, dass er sich meldet. Er wartete offenbar auch. Wochen wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Ich sagte mir, dass er stur sei, dass Freundschaften nicht so zerbrechlich sein sollten, dass er sich schon melden würde. Ich habe mir nie gesagt, dass ich mich entschuldigen sollte. Dieser Gedanke kam mir nicht ernsthaft, weil ich gelernt hatte, dass derjenige, der sich entschuldigt, verliert. Dann kam der Anruf, nicht von ihm, ein ehemaliger Kollege. Martin sei krank, schwer. Ich legte auf und setzte mich, ganz ruhig, fast gleichgültig. Ich dachte, ich rufe ihn später an. Später kam schneller, als ich dachte. Er war schon im Krankenhaus, als ich mich traute. Seine Stimme war leise, aber freundlich. Wir redeten über alte Zeiten, über Dinge, die nichts bedeuteten. Ich vermied alles, was wehtun könnte. Ich sagte nicht das eine Wort, das alles verändert hätte. Nicht aus Bosheit, aus Gewohnheit. Beim Abschied sagte er, schön, dass du angerufen hast. Ich antwortete, ja. Das war unser letztes Gespräch. 3 Wochen später war er tot. Heute sitze ich hier und denke an all die Sätze, die nie gesagt wurden. Nicht große Reden, nur ein einfaches Es tut mir leid. Ich frage mich oft, wann genau ich mich entschieden habe, diesen Satz nicht zu lernen. Oder ob es gar keine Entscheidung war.
Vielleicht war es nur Bequemlichkeit oder Angst. Vielleicht dachte ich wirklich, wir hätten noch Zeit. Nach seinem Tod blieb nichts Lautes zurück. Keine Schuldzuweisungen, kein Drama, nur Stille. Ich ging nicht sofort zur Beerdigung. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht wusste, welchen Platz ich dort hatte. 50 Jahre Freundschaft und am Ende wusste ich nicht, ob ich noch dazugehöre. Ich ging trotzdem, stand hinten, hörte seinen Namen, sah Gesichter, die ihn besser kannten, als ich es am Ende getan hatte. Seine Schwester sprach kurz mit mir. Sie sagte, Martin habe manchmal von mir erzählt. Nicht bitter, nur leise. Das traf mich mehr als jede Anschuldigung. Zu Hause setzte ich mich an den Tisch, an dem wir früher oft gesessen hatten. Ich stellte mir vor, was ich ihm jetzt sagen würde. Die Worte kamen sofort. Zu spät. Man glaubt immer, Entschuldigungen brauchen Mut. Heute weiß ich, sie brauchen vor allem rechtzeitige Demut. Ich begann, alte Dinge durchzugehen. Fotos, Briefe, kleine Notizen. In einem Kalender fand ich seinen Namen, viele Jahre alt. Ein Termin, den ich abgesagt hatte. Daneben ein kleines Fragezeichen. Von mir oder von ihm. Mit dem Alter beginnt man, sein eigenes Leben wie ein Fremdes zu betrachten. Nicht mehr als Geschichte mit Sinn, sondern als Abfolge von Entscheidungen, die sich nie groß anfühlten. Ich habe keine großen Fehler gemacht. Das sagen viele über sich. Aber die kleinen, stillen Versäumnisse, die summieren sich. Ich habe gelernt zu arbeiten, zu funktionieren, zu argumentieren. Ich habe nie gelernt, einfach zu sagen, ich lag falsch. Heute weiß ich, dass Stolz oft nichts weiter ist als Angst, die sich gut anzieht. In den Jahren nach seinem Tod wurde mein Leben ruhiger, nicht friedlicher, nur leerer. Freunde wurden weniger, Gespräche kürzer. Man wird nicht vermisst, wie man denkt. Man erinnert sich an mich als den Zuverlässigen, den Sachlichen, nicht als jemanden, dem man sich anvertraut. Manchmal frage ich mich, ob Martin der Einzige war, der mich wirklich sehen wollte. Und ob ich ihn gerade deshalb nicht ernst genommen habe. Ich träume manchmal von ihm, nicht von Streit, nicht von Krankheit. Wir sitzen nebeneinander, schweigend, wie früher. Ich wache dann mit dem Gedanken auf, dass alles noch offen ist und brauche ein paar Sekunden, um mich an die Wahrheit zu erinnern. Das Alter bringt keine zweite Chance. Es bringt nur Zeit zum Nachdenken. Ich spreche heute anders mit Menschen. Nicht besser, aber ehrlicher. Wenn mich etwas berührt, sage ich es. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, auch. Nicht, weil es etwas wieder gut macht, sondern weil ich nicht möchte, dass jemand anderes mit meinem Schweigen leben muss. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um jemanden zu warnen.
Warnungen erreichen Menschen selten. Ich erzähle sie, weil sie wahr ist und weil sie mich begleitet. Wenn du das hörst und an jemanden denkst, mit dem etwas offen ist, dann ist das kein Zufall. Vielleicht brauchst du nichts Großes, keinen langen Brief, keine Erklärung. Vielleicht reicht ein Satz. Ich weiß heute, Freundschaften sterben selten an Streit. Sie sterben an unausgesprochenen Dingen. Ich bin 79 Jahre alt. Meine Zeit ist überschaubar. Ich habe Frieden mit vielem geschlossen. Mit diesem Verlust nicht ganz. Und vielleicht ist das in Ordnung. Manche Lektionen kommen nicht, um uns zu verändern, sondern um uns still zu begleiten. Wenn das, was ich erzählt habe, etwas in dir bewegt hat, dann nimm es einfach mit. Mehr erwarte ich nicht. Danke, dass du zugehört hast.